Herzlich willkommen, liebe Freunde. Jetzt fahren wir mal in meinem früheren Traumauto. Habe ich damals mir selber neu gekauft, war ich total stolz drauf. Das ist ein Porsche 928. Es gibt ja diverse so am Markt. Das sollte damals 1979, als der rauskam, der Nachfolger vom 911er werden. Die haben sich ja damals überlegt, der 911er, der läuft jetzt schon 15 Jahre, da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Weil langsam war ja diese 911-Form so ein bisschen überholt. Aber die Porsche-Leute sollten eines Besseren belehrt werden. Und man hat dann damals diesen völlig futuristischen neuen 8-Zylinder Porsche 928 ins Leben gerufen. Ich bin bis heute der Meinung, der Wagen ist seiner Zeit weit voraus gewesen. Ich finde das Konzept ja heute noch toll. Mittlerweile gibt es ja auch wieder so ein ähnliches Auto, was sie bauen, den Panamera. Nur ich finde den Panamera nicht schön. Also ich sag mal, das Auto finde ich einfach klasse hier. Und wir haben hier einen ganz besonderen 928. Das 928S hat 300 PS, ist 1986 geboren, hat eine super seltene Ausstattung. Der ist in so einem Granatrot Metallic, das ist so ein ganz dunkles Weinrot Metallic. Und dann hat er erst original 48, also jetzt fast 48.000 Kilometer gelaufen. Das ist natürlich nichts für so ein Auto. Man merkt am ganzen Interieur, das Auto ist neuwertig. Also hat einen so schönen Zustand, kommt aus einer Sammlung, da habe ich ihn eigentlich in der Ecke stehen sehen, dachte, wird der verkauft. Weil die ganze Ausstattung, die dieses Auto hat hier, ist ziemlich einmalig. Der hat Nadelstreifen rot, eine ganz irre Farbe. Dann ist der hier ganz Leder, guckt euch das mal an, in einem extrem gepflegten Zustand. Und das ist ein Auto, das ist mal nach Kanada ausgeliefert worden. Ist auch da sehr, sehr pfleglich sehr pfleglich behandelt worden. Und kam dann vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren oder wann nach Deutschland. Und war in eine hochkarätige Sammlung. Und ich sag mal, der Wagen, also ich persönlich finde es zu schade, dass man so einen Wagen in die Sammlung stellt. Der fährt sich toll. Also das Fahrgefühl im 928 ist unvergleichlich. Man sitzt sehr tief, man kann die Arme hier an der Seite ablegen. Man sitzt eigentlich in einem ganz flachen, supermodernen Sportwagen. Das Tolle ist aber, man hat trotzdem eine super Rundumsicht. Man ist nicht so eingekesselt und eingezwängt wie in den meisten Autos heute. Und dann hat er hinten sogar noch die Sitze. Schaut euch das mal an. Also genau genommen ist das eigentlich ein 2+2 Coupé, wenngleich das ein bisschen eng ist. Kofferraum geht, da passen sogar Sachen rein. Und er hat also für damalige Zeiten auch tolle Leistungswerte gehabt. Also der Wagen wiegt ja ungefähr 1,5 Tonnen. Er war in 6 Sekunden auf 100, fuhr 250, 260, was eine ganze Menge war. Das hat ein 911er damals fast auch geschafft. Die fuhren so 245, aber der Turbo war ja damals das schnellste und das angesagteste Auto. Nur im Turbo bist du ja verrückt geworden, voll laut und Stress und hin und her. Und das hier war eine super komfortabler GT, ein Reisesportwagen. Und ich finde bis heute, also wie man hier drin sitzt, hier ist die Schaltung, übrigens 5-Gang. Und der erste Gang ist unten. Hier vorne könnt ihr das sehen. 1, 3, 5. Das fährt sich total schön, das Auto. Also ich mag den bis heute total gerne. Das Auto war auch relativ erfolgreich. Die haben über 20.000 Einheiten gebaut von dem Wagen. Nur, es gab ja dann noch einen Nachfolger, es war der 928 S4 und der 928 GT. Die haben dann bis zu 350 PS gehabt. Aber ich sag mal, für Porsche war das immer ein Riesenverlustbringer. Das Auto war extrem teuer in der Fertigung. Das hat sich für Porsche nicht gerechnet. Aber wenn man hier heute so einen Wagen in einem guten Zustand bekommt, also ich sage mal, das ist ein Klassiker von morgen. Ja, hier vorne könnt ihr sehen, Blaupunktradio Monterey, das war damals das Beste, was es gab, mit Kassette. Hier oben ist die Belüftungseinheit, das heißt inklusive Klimaanlage. Natürlich hat er auch eine Klimaanlage gehabt. Und er hatte einen 8-Zylinder, also das ist ein Riesentriebwerk gewesen mit einer dollen Perspektive. Ich verstehe bis heute nicht, warum die das hier nicht weiterentwickelt haben. Ich finde das immer noch ein so schönes Auto, auch wie man hier drin sitzt. Diese ganze Lage im Auto, die ist klasse. Ja, worauf man damals Wert gelegt hatte, da kam das mit dem guten Sound auf. Hier könnt ihr sehen, 2 große Lautsprecher in den Türen links und rechts, das war original. Hier vorne gab es die Uhr, die ist jetzt bloß nicht richtig eingestellt, die geht falsch, aber ist eigentlich auch egal. Ja, man merkt halt eben diesen 5-Liter Motor, das heißt am Anfang hatte er 4,7 Liter Hubraum, später dann 5. Ja, da kommt was. Also tolles Drehmoment, er schiebt auch ganz toll an. Total schön zu fahren und dadurch, dass der Wagen sehr breit ist,
hatte auch eine Top-Straßenlage. Er hier hat auch ein elektrisches Schiebedach, könnt ihr sehen hier oben. Auch die Sonnenblenden, Leder, feinstes Leder. Und unser Auto ist jetzt 1986 gebaut, das heißt, er ist jetzt 36 Jahre alt immerhin. Und man sieht dem Auto an, dass er von höchster Qualität in der Verarbeitung war und auch die Materialien, die Porsche damals verwendet hat, die waren top. Also man kann wirklich sagen, Top-Auto. Und besonders dieser hier, der ist hervorragend gepflegt. Beim 928 muss man ein bisschen gucken, wenn die dann so in dritte, vierte Hand gekommen sind, waren die Autos nicht immer gut, bitte darauf achten. Und wenn ich so einen 928 hier in unser Programm nehme, dann hat der Cargold-Qualität oder ich habe ihn nicht. Und wir achten auch nochmal darauf, dass die Autos auch eine besondere Ausstattung haben, sonst ist das auch witzlos. Es gibt ja viele Autos, die sind schwarz-schwarz, das finde ich relativ langweilig. Oder so Silber, wenn der da nicht gerade eine tolle Innenausstattung hat, finde ich das auch nicht so toll. Aber er hier Weinrot ist klasse. Ja, also ein richtig toller Sportwagen, man hört das. Man hat eine ganz tolle Verbindung zur Straße, aber er ist verhältnismäßig weich gefedert, obwohl man sofort merkt, das ist ein Supersportwagen. Und das war in den 80er Jahren natürlich das Nonplusultra. Also zu der Zeit konnte man sich nichts Besseres kaufen. Das war noch oberhalb von Mercedes angesiedelt. Und man merkt auch, wie er hier fährt. Wir kennen ja unsere Straßen hier. Tolles Auto. Ja, liebe Freunde, das ist unser Porsche 928 S aus dem Baujahr 1986. Zustand ist wirklich toll, der ist schon bei uns durch die Pflege, der ist wunderschön aufbereitet worden. Er hat minimalen Steinschlag. In Amerika darf man ja nicht nur Chef fahren, wobei das kein US-Modell ist. Das heißt schon ein US-Modell, aber kommt aus Kanada. Hat halt eben diese irre schöne Farbe, die sehr, sehr selten ist. Und dann hat man glücklicherweise in den Wagen nicht schwarz gemacht, sondern ebenfalls in dem Nadelstreifen. Und der Zustand, also vom Interieur, der ist wirklich neuwertig. Wie auch das ganze Auto insgesamt ein Alleinstellungsmerkmal hat. Er ist, wie gesagt, in der Konfiguration sehr selten und viele von den Autos haben teilweise hohe Laufleistungen, weil man die Autos wirklich Langstrecke fahren konnte. Ich kann mich daran erinnern, da habe ich ja früher auch schon Oldtimer gemacht. Hat Spaß gemacht, mit dem durch die Kasseler Berge zu fahren. Da klebte an der Straße, man konnte mit 250, 260 durchfahren. Das kann man mit anderen Autos nicht unbedingt machen und man kam immer noch ausgeruht an. Das ist ein super komfortabler Reisewagen und wenn ich mir die ganzen Proportionen vom 928 heute angucke, bitte sehr, der ist doch viel schöner als ein Panamera. Ich verstehe nicht, weshalb es so ein Modell so nicht mehr gibt. Den finde ich absolut toll. Und wenn man denkt, das ist ein 80er-Jahre-Auto, der wäre ja im Jahr 2000 noch modern gewesen. Was sie damals neu gemacht haben, ab 1986, das waren die Aluminiumfelgen, das könnt ihr hier sehen. Gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Hier Heck, war großflächige Stoßstange, da stand Porsche in ganz großen Lettern zu lesen drauf und dann unten drunter 928 S. Die früheren Modelle, da gab es ja ab 1977 den Wagen, die hatten noch 240 PS, also deutlich weniger. Er hier hat einen Cut und hat 288 PS. Und hier hinten ist ja ein sehr, sehr großer Deckel, den man öffnen kann. Passt auch für zwei Leute bequem Gepäck rein. Man konnte die Sitze umklappen nach vorne und dann konnte man Gepäck durchschieben. Also wenn man das mit dem 911er verglichen hat, war hier wesentlich mehr Platz in dem Auto. Das war ein richtiges Reiseauto. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man da auch wirklich gut ankam. Ich weiß das gar nicht mehr, wie ging das eigentlich noch auf? Ja, du musst innen, da ist der Knopf. Ja, das ist klar, aber ich will vorne. Vorne ist, glaube ich, normal. Hinten aufmachen? Ja. Nee. Ging auch elektrisch, das war die Klappe hinten, die ist sehr, sehr groß. Schaut da mal rein. Das war ein Gepäcknetz, das war serienmäßig mit dabei. Stoff hier hinten drin ist neuwertig. Auch hier die ganzen Sitze, wie das alles gemacht wird. Also das Tolle an dem Auto ist wirklich der Zustand, ein hervorragender Pflegezustand. Also Kinder konnte man da mitnehmen und wenn man mehr Gepäck hatte, hat man das einfach umgeklappt. Und da hatte man doch relativ viel Platz. Also man konnte mit 2 Personen, war das eine tolle Reise, tolles Reisecoupé. Und also man kam mit einem Ferrari da absolut mit. Und war eine 8-Zylinder-Maschine. Und wenn man da vorne reinguckt in diesen 8-Zylinder-Motor, kann ich euch sagen, auch erstklassig gepflegt. Erste Klasse gepflegt. So, da ist er wieder zu. Großer Heckwischer hinten auf dem Deckel. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo geht das da auf? So, ich mache euch mal ganz kurz vorne die Haube auf.
Denn auch im Motorraum kann man sehen, dass das Auto toll gepflegt war. Schaut mal hier. 8-Zylinder V8 in Reinkultur Porsche. Top gepflegtes Auto, fast 300 PS, ganz aufgeräumt, hat nie Salz gesehen, das kann man merken. Ist alles in einem super Pflegezustand. Hier hat unser Service vergessen, die Haube von innen sauber zu machen, aber das kommt vor. Ja, schöner Wagen. Also ein richtig schönes Auto. Jo. Also normalerweise kann man ja auch das Lenkrad hier verstellen und das ist hier unten drunter so ein riesiger Hebel und da geht die gesamte Einheit hoch und runter. Das heißt also nicht nur das Lenkrad, sondern wenn man das anders haben wollte, so das ist jetzt für mich optimal, geht die gesamte Bedieneinheit, der gesamte Tacho, Drehzahlmesser, alles was es da gibt, geht hoch oder runter. Verbrauchen übrigens tut so ein Auto, na sagen wir mal um die 15 Liter plus minus. Wenn man ihn langsam fährt, vielleicht 12 Liter, ist es halt ein 8-Zylinder und 8-Zylinder, die fast 40 Jahre alt haben, haben eben auch ihren Konsum gehabt. Der Unterhaltungsaufwand für so einen Wagen ist relativ hoch, dann, wenn er nämlich, sagen wir mal, 100.000, 200.000 gelaufen hat und nicht aus einer guten Hand kommt. Aber wenn der aus einer gepflegten Hand kommt und eine geringe Laufleistung hat, solche Autos müsst ihr euch kaufen. Bei anderen seid vorsichtig. Das ist ein Auto gewesen, wo schon Porsche sehr viel Geld dran kaputt gemacht hat. Ich glaube, das ist ein Klassiker von morgen, aber nur die wirklich gut erhaltenen. Und man muss einfach wissen, diese Autos sind echt Strecke gefahren worden. Ich habe seinerzeit 3 Stück davon gehabt. Die haben mir immer einen riesen Spaß gemacht, damit zu fahren. Aber man ist halt hohe Strecken damit gefahren, meistens auch hohe Geschwindigkeiten. Und wenn ihr euch einen 928 kauft, achtet darauf, dass es ein wirklich gutes, gepflegtes Auto ist. Ja, das sind hier elektrische Fensterheber. Hier ist das Schiebedach hier vorne, Fensterheber links und rechts. Ich finde, er hat eine ganz tolle Bedieneinheit und wie man sitzt in dem Auto ist hier relativ hoch. Also man kann ihn sehr angenehm fahren. Man hat diese tollen Handauflagen hier vorne, wo der Griff für die Tür auch dran ist. Hier vorne gab es auch eine Innenbelüftung, also Heizung, das heißt, hier kommt es warm raus. Müssen wir auch mal ein bisschen zurückstellen. Da ist nämlich die Heizung an bei dem Auto. Hier 24, kein Wunder. So. Also das war alles sehr, sehr modern gelöst. Und wenn ich heute das Auto hier so bewege und fahre, also es ist einer der schönsten Sitzpositionen, die ich in Autos überhaupt kenne beim 928. Und dann hat er dieses toll abgefederte Fahrwerk, die sehr breiten Reifen, die er drauf hat. Er liegt erste Klasse, also er fährt sich total gut. Und ich kann Porsche nur empfehlen, nochmal drüber nachzudenken, so ein Modell nicht wieder aufzulegen. Ich glaube, das würden sich eine Menge Leute kaufen. Denn das, was sie heute bauen, das ist so ein 911er, das ist so eine Mischung aus dem und einem 911er. Und ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich meine, gut, Porsche hat ja bis heute auch einen großen Erfolg. Also ich kann mir da gar nicht erlauben, irgendwas zu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich dem Auto echt hinterher getrauert habe. 5-Gang-Schaltung, Spitze 260, 6 Sekunden auf 100. Das waren einfach tolle Werte für so ein Auto. Und eine tolle Maschine, die zubeißt, das habt ihr gemerkt gerade, da kommt sofort Druck und hat ein ganz tolles Fahrwerk. War also zu dieser Zeit war das einmalig, wenn man damals einen Mercedes hatte, da gab es ja die 500 Coupés oder die 560 Coupés, das konntet ihr damit nicht vergleichen. Das war ein reinrassiger Sportwagen hier, der super gelaufen ist. Schaut euch das mal an, was für ein schönes aufgeräumtes Armaturenbrett man hier hatte. Toll gemacht, sehr übersichtlich das Auto auch. Man hat ein sehr, sehr gutes Raumgefühl mit dem Wagen. Also 928, man kann mich blind in ein Auto führen, mich reinsetzen, den erkenne ich hier sofort. Da merke ich sofort, das ist ein 928 und war auch toll zu fahren, weil hier an der Seite waren noch die Ablagen, wo man auch dann die Hände so, also man hatte Platz hier links und rechts. Das ist bei modernen Autos nicht immer unbedingt der Fall, da geht es meist enger zu. Oh, zieht schön durch, also tolle Maschine. Der V8 war ein super Motor seinerzeit. Okay, so ein Auto sollte heute vielleicht 10 bis 12 Liter verbrauchen. Das schafft er nicht ganz, hat ein bisschen höheren Verbrauch.
Aber wenn man Freude an einem richtigen tollen GT hat, an einem richtigen Gran Turismo Supersportwagen, ist der 928 die erste Wahl. Also in den 70er, 80er, 90er Jahren, finde ich, gab es nichts Besseres. Da war das Nonplusultra und die haben ja immerhin den Wagen fast 20 Jahre lang gebaut, das darf man nicht vergessen. Da sind die letzten 1995 vom Band gelaufen, dann war Schluss damit. Habe das damals sehr bedauert, dass ich mir keinen 928 mehr kaufen konnte. Ich weiß, dass der Unterhalt teuer war, aber er hat einen riesen Spaß gemacht. Ich bin den total gerne gefahren. Und ich meine, Paul fährt ja gerade neben mir. Ich glaube, er kennt die Zeit noch nicht, wo die 928 auf der Straße waren. Aber ich glaube, Paul kann das bestätigen, dass der sich wirklich klasse fährt, der Wagen. Ne? Ja, absolut. Total also es war richtig ein tolles Konzept. Vermittelt einem ganz tolles Fahrgefühl. Guck mal, wie der auf der Straße liegt. Merkst du das? Der klebt richtig auf der Straße. Klasse, was? Mhm. Wenn man überlegt, das Konzept ist ja über 40 Jahre alt, das darf man nicht ganz vergessen. Zu der Zeit, in dem Jahrzehnt, hat man Strich-8er gebaut. Wir sind ja vorhin mit Strich-8er gefahren. Das müsst ihr mal vergleichen. Also was das für ein Auto war. So ein 220 Diesel, Anfang der 70er Jahre und Mitte der 70er Jahre ging es ja hiermit dann los. Also wirklich super gut zu fahren. Guck, wie der liegt hier. Der neigt sich nicht und gar nichts. Ich kann mich noch erinnern, damals Kasseler Berge habe ich immer richtig Stoff gegeben mit so einem Wagen. Der klebte an der Straße, da konnte man so durchfahren. Und die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen, die sie heute da überall haben, die gab es 80er, 90er Jahre noch nicht. Da konntest du so ein Auto richtig ausfahren. Auch die ganzen Baustellen. Das war alles wunderbar im Schuss, das lief. Tolles Auto. Ja, Neupreis damals von dem Wagen lag um 100.000, hat aber eine irre Aufpreisliste gehabt. Und das Auto hier hat definitiv mehr als 100.000 gekostet. Da konnte man ja aus dem Nettopreis von 100 ganz ohne Probleme 140, 150 machen. Ich kann mich an meine 928 erinnern, die kosteten immer 160. Und da habe ich aber auch alles reingenommen. Weil wenn du so ein Auto schon fährst, musst du auch eine tolle Ausstattung haben. Ja, nochmal einen kleinen Blick. Ich öffne mal die Tür für euch. Waren ja sehr, sehr lang die Türen. Er hatte auch nur 2 Türen. Schaut euch mal diese tollen Sitze an. Die sind wirklich neuwertig bei dem Auto. Die Ränder außen aus Leder, in der Mitte dieses Nadelstreifen-Velour in einem erstklassigen Zustand. Der Wagen muss immer im Dunkeln gestanden haben, da ist überhaupt nichts verblichen. Da die 5-Gang-Schaltung in der Mitte, sportiv, unten links der erste Gang. In der Mittelkonsole sonst die ganzen Fensterheber und was ist Schiebedach und Heckwischer. Und hier vorne dieses tolle Armaturenbrett, was man komplett verändern konnte mit Lederlenkrad. Auch das Lederlenkrad in einem sehr, sehr guten Zustand. Porsche groß, Porsche Letter drauf. Ja, Qualität bei dem Auto einfach wirklich top. Also kann man nicht anders sagen. Und was ich wunderschön finde, ist diese ganz seltene Farbkombination. Die sieht man so normalerweise nicht. Und der Einstieg bei so einem Auto, der liegt jetzt ja immer noch deutlich unter 100.000 Euro. Das finde ich für so viel Auto, was einem da geboten wird, wirklich preiswert. Jetzt schaut euch mal diese wunderschöne Qualität an. Mit den extrem gepflegten Aluminiumfelgen. Die Reifen sind neuwertig auf dem Auto, haben fast kein abgefahrenes Profil. Ja, hier vorne die Lampen, Porsche-Logo, bekannt, und diese schöne, wuchtige Front vom 928. Ja, wir sind halt in Bayern, das hört ihr gerade nicht. Ja, also mit unserem 928 hätte ich wirklich Lust, jetzt eine weite Strecke zu fahren, über die Alpen rüber. Dafür ist das genau der richtige Wagen. Wer einen verhältnismäßig moderaten Betrag auch investieren möchte, sozusagen ich möchte einen Supersportwagen haben, der ganz stabil seinen Wert behält, da ist dieser 928 auch wirklich eine gute Empfehlung. Das ist ein Wagen, der nicht an Wert verlieren wird, vorausgesetzt er ist gepflegt. Da müsst ihr halt drauf gucken. Es gibt also die Autos, die hohe Laufleistung haben, sind ein bisschen problematisch vielleicht. Aber er ist ja hier mit einer relativ geringen Laufleistung gesegnet, ist nie viel bewegt worden. Man sieht das am Interieur. Und wenn er weiter so in gute Hände kommt, könnt ihr sicher sein, dass es im Wert nach oben geht. Ja, Porsche 928, heute bei schönstem Wetter, 928 S. Die nächste Steigerung war da der 928 S4, der hatte noch mal mehr PS, der hatte dann auch einen 300 Kilometer Tacho. Wir haben noch 270 auf dem Tacho stehen. Aber das reicht vollkommen. Der Wagen lief fast 260. Absolut schnell genug. Man hat schon den gleichen Komfort. Man sitzt wirklich erste Klasse. Also ganz, ganz tolle Karosserie, die ich wunderschön finde bis heute.
Ja, ihr wisst ja, dass wir originale Autos toll finden, dass wir sehr gepflegte Autos toll finden. Das macht mir einfach Spaß, weil das am besten die alte Zeit dokumentiert, die ja teilweise heute gar nicht mehr vorhanden ist. Deswegen habe ich auch Freude am Auto und ich hoffe, das merkt ihr auch. Und wenn ihr gute Autos habt, ihr könnt ja auch feststellen, dass mir immer mehr wirklich tolle Sachen angeboten werden. Wir haben ja tolle Autos im Angebot mittlerweile. Ruft mich an, die kaufen auch an, wir sind sofort bei euch. Wirklich gute Autos in Cargold-Qualität, das ist immer was für uns. Schau mal, wie schön der Simsee da vorne liegt heute bei dem Wetter. Ist natürlich jetzt im September wunderschön, wenn es nicht mehr so heiß ist. Die ganzen Touristen sind alle zu Hause. Die müssen genauso arbeiten wie wir, nur dass wir das halt hier machen können in dieser schönen Gegend im Landkreis Rosenheim. Ja. Ja, was ist noch zu sagen? Also damit ist eigentlich alles erzählt zum Porsche 928. Airbag hat er eigentlich schon gehabt? Nee, ne? Nee. Hat er, glaube ich, noch nicht. Das kam ein paar Jahre später auf, das mit Airbag. Ich glaube, ab 1989 ging das los. Ich kann mich erinnern, dass meiner schon Airbag hatte. Aber er hat sichere Gurte, er hat ganz tolle Sitze, wo man toll drin sitzt, tolle Kopfstützen. Also sicher ist der Wagen definitiv. Und einfach ein wunderschönes Auto. Also ich wünsche mir, ich glaube, wenn Porsche so einen Wagen nochmal auflegen würde, ich denke, würde ich mir sogar selber kaufen. Er fährt schön, ne? Macht Spaß, ne? Die fährt echt 20 Jahre moderner als das. Ja, ich weiß. Das war damals zu der Zeit, war das Auto weit seiner Zeit voraus. Und die haben leider riesen Verluste gemacht mit jedem Auto, obwohl sie ihn eigentlich ganz gut verkauft haben. Und das hat man natürlich nach 20 Jahren eingecheckt, gesagt, wir machen so viel Verlust nach wie vor, den können wir nicht weiterbauen. Aber wer sich heute ein gutes Auto sichern kann aus der Serie, der hat was ganz Tolles. Ja, sofort auf 100. Geht ganz schnell. Eine ganz toll durchzugstarke Maschine. Die hat übrigens 450 Newtonmeter, was eine ganze Menge ist. Hat einen 8-Zylinder-Motor mit fast 5 Litern Hubraum, mit echten 5 Litern Hubraum, mit echten 8 Zylindern. Ja, das gibt es heute teilweise so gar nicht mehr. Und das ist ein total schicker Wagen, wie ich meine. Ja, da vorne ist wieder Beuerberg. Da biegen wir rechts ab, da steht jetzt mal ein Container vor der Tür. Wir müssen auch mal was wegwerfen. Ja, liebe YouTube-Freunde, liebe Freunde des Hauses Cargold, ich möchte mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Porsche 928S. Die nächsten Tage haben wir weitere spannende Autos. Bis dahin verbleibe ich. Ich muss wieder auswendig lernen. Alles Gute. Bis dann. Euer Stefan Luftschiss und ciao.